Fußball, Mega-Promi, wen könnte ich da anrufen? Das ist sehr unangenehm. Vor allem, ich wollte ihn schon anrufen. Du, ich wollte dir einfach nur gute Nacht wünschen. So Leute, seid ihr bereit? Spieleabend steht an. Hier im Hause Selke. Nur die Selkes sind ein bisschen am Gamen und wir spielen jetzt mit euch das Spiel Wer von euch. Das bedeutet, ich stelle euch gleich Fragen, wer von euch. Und da geht es darum, wer von euch, die Evelyn oder der Davy, kommt denn hier in Frage? Dafür habt ihr diese wunderschönen Tischtennisschläger. Seid ihr euch einig oder nicht? Genau, Ja, seid ihr euch einig oder nicht? Genau, richtig. So. Ihr könnt euch jetzt aussuchen, wer ist welche Farbe. Ich bin rot. Und ich bin dann natürlich schwarz. Ich stelle euch jetzt eine Frage, ihr haltet beide hoch, das heißt, auf wen trifft diese Aussage zu oder wer könnte da die Antwort sein? Und wenn ihr richtig liegt, ist alles schön, aber wenn ihr falsch seid, dann kriegt ihr einen Minuspunkt. Ihr dürft nur 3 falsch haben, ansonsten werdet ihr bestraft. Wir haben für euch beide wunderschöne Überraschungen vorbereitet. Seid ihr bereit? Yes. So, Frage 1. Wer von euch beiden würde eher im Knast landen? Eigentlich schon. Alles klar, ihr seid richtig. Ich sehe bei Evelyn keinen Punkt, wo du in den Knast kommen kannst. Ja, so klauen oder so habe ich ja früher vielleicht mal das eine oder Mhm. andere Mal gemacht. Aber bei Davy habe ich halt so gedacht. Okay. Ich habe bei Davy so weit gedacht, dass wenn es irgendwie, er würde auch ja nichts machen. Aber wenn es wirklich mal hart auf hart kommen würde und irgendwie, wenn es um Mariana geht oder so, dann könnte es halt auch schon mal böse enden. Ja, doch. Oder? Hast du Da haben wir auch so schon die gedacht? erste Überschrift, auf jeden Fall. Ja, dann kann's. Baby auf dem Weg in den Knast. Wer von euch beiden war denn schon in mehr Ländern? Auch easy. Ich weiß nicht, Du überlegst wirklich? Ich war auch viel unterwegs. Aber. Dann gucken wir. Schon wieder eine Übereinstimmung. Aha, ich hab schon gedacht, Stark, in der Reaktion. stark. Ein bisschen Weltenbummel jetzt. Oder? So, Folgefrage. Wer von euch beiden spricht besser Türkisch? Relativ klar. Eine bessere Aussprache. Dann sag mal, Davy, was kannst du schon alles auf Türkisch? Görüşürüz. Afiyet olsun. Çok güzel. Nasılsın? İyi misin? İyi. Ich kann noch deutlich mehr. Ah, echt? Wir machen direkt weiter mit Frage 4. Wer von euch beiden plaudert eher ein Geheimnis aus? Bei Plaudert war schon entschieden eigentlich, ne? Schon leid, ich glaube, da kommen auch ein bisschen schwierigere Fragen. Wer von euch beiden würde eher als Kandidat ins Dschungelcamp gehen? Yes! Das erste war falsch. Du hast dich genommen. Gehst du ins Dschungelcamp oder was? Vor dir auf jeden Fall. Aber wieso? Wie meinst du, machst dass du wir diese dort? Sachen da essen? Und du schon? Ja. Ach, hör auf, hey. Du? Hör auf. Hä, David? Nee, jetzt mal ehrlich jetzt. Hä? Ich will doch vor dir in den Dschungel gehen. Wer von euch beiden lacht mehr über seine eigenen Witze? Stark, ihr kennt euch. Ihr kennt euch. Wobei du auch gerne mit deinen Witze lachst. Ja, aber du lachst halt schon viel. So. Das sieht schon richtig witzig aus. Wer von euch beiden hat denn wohl mehr verborgene Talente? Wirklich jetzt? Beide einig. Davy, was für Talente zum Beispiel? Der hat viele Talente. Ich Ich kann sag zum immer Beispiel wieder. singen. Ja? Wirklich? Auf gar keinen Fall jetzt. Mach mal. Sing mal, Schatz. Mal so einmal. Wenn wir 100.000 Abonnenten haben, also in 15 Jahren. In 15 Genau, Jahren das- fange ich da an zu singen. John, apropos Talent, wer von euch beiden wäre denn der bessere DJ? Oh. Krass. Du auch, Ja. Schatz. Ich auch. Ja. Nicht. Ich hab so, na, auch schon so, ich mach so einen Mix, weil ich bin gut so Afro-Vibes, Latin. Ja. Ich hab so von allem was dabei. Davy wäre eher so eintöniger. Deswegen bin ich, glaube ich, auch der bessere DJ. Hätte ich auch so gesagt. Wer von euch beiden ist besser im Kniffeln? Stark. Wieder Einigkeit. Leute, hier ist mir viel zu viel Einigkeit gerade. Wer von euch beiden könnte 1 Monat lang immer das gleiche Outfit tragen? Oh, das wird überlegen. Schon wieder richtig. Weil ich aber auch. Ja, Davy Wie ist kann man das sehr jetzt erklären? speziell. Ja, ich bin sehr speziell, ich habe einen Tick da so ein bisschen. Dann machen wir jetzt weiter und hoffen, dass sie jetzt mal wieder endlich falsch liegt. Denn die nächste Frage ist, wer von euch beiden ist unordentlicher? Ich bin schwer, aber Ihr müsst jetzt mal falsch liegen, ihr liegt nämlich wieder richtig. Das Richtig. ist, ja. Jetzt geht's wieder um Skills. Wer von euch beiden wäre denn der bessere Einbrecher? Wobei, wenn ich drüber nachdenke. ich glaube, ich hab mich entschieden. Yes! Du hast ja Stich genommen, jetzt Ja, nicht. ja.
Ja, aber das ist eben die Du Frage, hast wie nicht man es genommen? nimmt. Ja. Weißt du, warum ich jetzt gerade umgeändert habe, wenn ich Wieso? überlege, wie laut ich auf die Toilette gehe? Ich laufe laut, sagst du auch. Ich habe halt eher gedacht, dass ich hätte halt schon mehr Schiss und so. Ja, das habe ich auch gesagt. Das hätte ich auch gedacht, Alter, ey, bleib bei den ersten Gedanken, Mann. Das ist eine gute Frage, weil ich habe schon auch gedacht, ich würde vielleicht einen besseren Plan schmieden. Ja, wobei, Schatz, ne, ich glaube, ich bin echt besser. Okay. Wer vergisst von euch beiden häufiger Geburtstage? Richtig. Wer von euch beiden würde denn mehr Reime auf das Wort Baum kennen? Also wer von euch kann besser reimen? Da, Davy, dann zeig mal. Ihr seid euch beide einig. Zeig mal, welche Reime fallen dir alle auf Baum ein. Baum, Traum, Saum, Raum, kaum, Daum. Hab ich gesagt, oder? Daum, Baum, kaum, Raum, Haum. Wer von euch hat mehr Schuhe? So klar ist, dann muss ich sagen. Ihr seid euch wieder einig. Was glaubst du, wie viel hast du? Ungefähr? Grob geschätzt? Aus der kalten 80. Paar. Hier natürlich nicht. Unser letzter Streit ging darum, wir sind ja abends rumgelaufen, weil Davy übrigens, der kann nicht gut, der sagt immer, der unterschätzt oder überschätzt. Der sagt er einfach so, ja, ich hab hier kaum Schuhe, ich habe hier nur 3 Paar. Und dann bin ich durch diese Wohnung gelaufen und habe 9 Paar Schuhe gezählt. Ja, okay, davon waren 5 Schlappen. Ja, genau. Ich sage, ob man das dazu zählt oder nicht. So ausgegangen. Wer von euch beiden ist länger am Handy am Tag? Kennst du deine Screentime? Ungefähr? Mann, ist zu viel. Ja? Es ist einfach zu viel. Guck mal, und ich bin Auch der viel unnötig. Influencer. Evelyn ist die Influencer. Das gibt's. Wer von euch beiden würde eher heimlich, die Betonung liegt auf heimlich, zu McDonald's gehen? Auch wieder einig. Früher hast du es aber auch echt gerne mal heimlich gemacht nach dem Spiel. Also so. Du bist einfach gekommen und war dann schon bei McDonalds auch einfach zwischendurch so. Ja. Alleine. Ja. Wer von euch beiden würde mehr Geld beim Pokern gewinnen? Ich wusste, dass du dich nimmst, so. Das war jetzt ein Fehler. Aber ich wusste jetzt gerade nicht. Halten auch, weil Davy kann viel gewinnen. Aber am Ende geht er mit 0 raus. Das war auch damals in Las Vegas so. Das ist halt das Ding. Das stimmt, aber. Wer kann am besser pokern? Wer von euch beiden schummelt denn mehr beim Spielen? Was mich nervt, ist, ich zeige relativ häufig das, was ich gerade zeige. Eigentlich schummelt, würde ich sagen, keiner. Aber Ja, wenn jemand schummeln würde, dann Davy. Das ist auch wieder korrekt. Ich schummel nicht, ehrlich nicht. Aber wenn ich schummeln würde, dann bei Knüffel wahrscheinlich. So, letzte Frage. Oh, schon. Wer von euch beiden kann besser Witze erzählen? Und da ist der dritte Fehler. Ich kann besser Witze erzählen. Habe ich dir schon mal Witz erzählt? Ja, halt eine witzige Geschichte. Du bist halt schon, also du erzählst ja dann witzige Sachen. Ja, aber es ist kein Witz, Schatz. Wobei ich sage, Habe ich dir in 13 Jahren geht's schon mal um Witz erzählt? Oder einfach Witz? So, endlich Bestrafung. Ewe, hier, dein Ekelshot. Frisch zubereitet. Lecker, lecker. Boah, ist da Wurst oder so drin? Boah, ich finde schon echt eklig. Was das da, boah, sag mir nicht, da ist Räucherkäse drin aus meinem Kühlschrank. Boah, ich kann den nicht gerade trinken. Boah, ich kann doch nicht zu Dschungelcamp. Wirklich, boah, ich finde es richtig eklig. Sag mal, was drin ist, wirklich. Nichts Schlimmes. Die Basis, es soll natürlich schön gesund sein, ist ein leckerer Kräutertee von gestern noch. Schöne Stückchen, kommt da schön rein. Dann das Proteinpulver, was Eve gar nicht mag. So Iced Coffee, hier so zack, auch ein bisschen rein. So, weiter geht's mit einer herrlichen Barbecue-Soße. Hier, ja, herrlich, genau. Also, das kommt da auch noch rein. So, hier, zack. Oh, ein guter Shot. So, dann, wir sind ja immer noch gesund, Kokosmilch. Hier haben wir Kokosmilch, kommt auch noch lecker mit rein. Dann natürlich, soll auch ein bisschen spicy sein, ja, spicy up, ein bisschen Chili. So, und wir sind ja immer noch in der Türkei, deswegen hier schön leckere, frische Linsensuppe von vor 3-4 Tagen oder so. Keine Ahnung, machen wir auch noch rein. So, das Ganze wird schön gemixt. Ruhig ausprobieren. Barschmeckt wie Kotze, Alter. Perfekt. Davy, Eve hat jetzt ihre Strafe leider nicht ganz absolvieren können. Klar, war jetzt auch ein bisschen ekelhaft. Deswegen, du rufst jetzt einen Freund von dir an, am besten einen Mega-Promi, und wünschst ihm einfach nur eine gute Nacht. Sagst einfach nur, du wolltest dich mal melden, um mal gute Nacht zu sagen. Fußball, Mega-Promi, wen könnte ich da anrufen? Niki Süle.
enger Freund. Aber so wie ich Niki kenne, der geht niemals ran. Wen könnten wir noch anrufen? Muss kein Fußballer sein. Stefano Zarella würde ich anrufen. Das ist sehr unangenehm. Vor allem, ich wollte ihn schon anrufen. Er hat mir gesagt, ich soll mich melden. Bro, Fra! was geht? Du, ich wollte dir einfach nur gute Nacht wünschen. Bester Mann, ja. Und dir? Hörst du mich? Ja, Mann, ich wollte dich doch die ganze Zeit auch schon anrufen. Bester Mann. Mir geht's gut, Bro. Ich gehe gleich ins Stadion. FC spielt gegen Bayern München. Geil! Ey, geht's Fra, dir, Bro? warte, ich rufe dich gleich nochmal an. Gib mir eine Sekunde. Ja, bis gleich. Stefano, bester Mann. Ihr habt's gehört. Auf ihn ist Verlass. Ehrlich, auf ihn ist Verlass. Ja, hat Bock gemacht, würde ich sagen, oder? Total, ne? Echt? Props an die Stimme hinter der Kamera. Jonas, ich sag's euch, der hat Potenzial für mehr. Wenn ihr noch andere Ideen habt zu irgendwelchen Weitere Challenges, Spiele etc., schreibt uns in die Kommentare. wünschen euch einen schönen Abend. Ganz liebe Grüße. Liked, abonniert und flasht. Oder wie heißt das? Hyped. So. Flasht uns. Lasst es einfach sein, ehrlich. Lasst es einfach.